Hallo Freunde, heute geht's endlich wieder los. Wir beginnen unseren Turn und als erstes geht's nach Urk. Und wo geht's danach hin? Und danach geht's nach Jure. Und dann? Groningen. Also wir haben einige Ziele. Mal gucken, ob wir aufs Watt rausfahren können und Ammerland und Schimonikop anzufahren. Es geht los. Strom ist drin. Und ja, wie immer, der spannende Moment, die Motoren. Und es funktioniert. Ja, so sollte das auch sein. Ja, eigentlich ja, aber ich erwarte immer mal was anderes. Und bin dann überrascht, dass es tatsächlich funktioniert. Peter und Petra fahren auch mit. Er bereitet auch alles vor und natürlich Claudia und Frank auch. Und Sven und Dennis sind an Bord. Wir haben also einen kleinen Konvoi. Die langen Leinen bleiben hier mit den Gummis und wir haben ja unsere Fahrleinen noch mit. Das Schlauchboot ist jetzt andersrum gehängt mit Motor, weil wir sonst ein Ungleichgewicht haben durch die fehlenden Batterien. Unsere Reise beginnt. Heute geht es mit 3 Booten direkt erstmal nach Urk. Schauen, dass er hinten vorbeikommt. Jetzt kannst du schon Richtung hinter. Da hat man Augen zu wenig. Du musst jetzt auf der Seite ein bisschen aufpassen, hinten mit dem letzten Boot. Ist okay? Ist okay? Bist super in der Spur. Immer mit Gas links, rechts halten wir uns in der Spur. Ja, nochmal die Ecke. Hier sieht es gut aus. Supi. Läuft gut. Da können wir jetzt sogar rückwärts rausfahren. Manchmal wendig im Hafen, aber diesmal sind wir so in der Spur, dass wir rückwärts rausfahren. Peter kommt auch. Jetzt muss ich meine Arbeit machen und die Leiter reinholen, die Fender reinholen. Also ich habe noch einiges jetzt zu tun. Okay, alles ist gut. Peter kommt auch raus. Schön, wenn wir mal mit 3 Booten wieder losfahren. Wir starten die Tour mit links 281 und rechts 274,9. Hier im Europark kann man auch tanken. Wir wissen nicht, ob die auch GTL haben, aber Diesel und Benzin kriegt man hier auf jeden Fall. Der Campingplatz ist auch wieder rappelst voll. Die Elburger Brücke. Wir fahren durch den breiten Teil, da haben wir 2 gelbe Rauten. Das heißt, da fahren wir durch und haben keinen Gegenverkehr. Beim beweglichen Teil gibt es zwischen den roten Ampeln ein gelbes Licht. Da dürfen wir auch durch, müssen aber auf Gegenverkehr achten. Sobald die Brücke geöffnet wird und die andere Seite hat rot-grün, dann geht hier natürlich das gelbe Licht zwischen den roten Ampeln aus. Hier liegt man wunderschön in der Natur. Wir haben ja auch schon schöne Abende verbracht. Ja, die Rewe-Schleuse hat zugemacht und wir kommen jetzt nicht mehr mit. Jetzt müssen wir warten auf die nächste Runde. Da liegt einer so blöd, dass wir da nicht reinkommen. Gut, dass wir helfende Hände haben. Müssen wir hier erstmal liegen. Was war los? Er hätte da schon längst das Schleusentor zumachen können. Ja, ich hatte mich ja angemeldet, Ja. aber der hat dann wohl gesehen, dass ich zu breit bin, um an den Segler vorbeizukommen. Ne? Und deswegen hat er da zugemacht. Da sind nur 3 Boote drin. Und der Segler legt sich natürlich an letzter Stelle Steuerbord. Ich verstehe auch nicht, dass der Schleusenwärter da nichts sagt. Vor allem, da laufen Stühlerts drum in der Schleuse, Ja. anstatt dann zu sagen, du musst ganz nach vorne. Ja, ja. Das müssen wir natürlich gleich putzen. Die Seite kommen wir sonst immer schlecht dran. Ja, und da. Der Eigner, der Skipper, hat mal wieder vergessen, sein Fenster zuzumachen. Oh, hier geht's ja noch. Man merkt, es ist mehr los. Bei Peter kommt schon jemand ins Päckchen. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass unsere Urlaubsfahrt nicht hier schon zu Ende ist. Tor geht nicht auf. Jetzt ist es soweit doppelrot. Das heißt, wir haben jetzt ein ernsthaftes Problem. Dames en heren, helaas is het hele complex in een voor mij onbekende storing gevallen. De monteur is onderweg, verwachte aanrijdtijd 3 kwartier. Jetzt stehen wir hier schon über eine Stunde, aber gerade scheint der Monteur gekommen zu sein. Und jetzt hoffen wir mal, dass er es hinkriegt. Nach 2 Stunden Warten geht das Tor auf. Wir haben Hoffnung.
Jetzt wird getestet, ob das Tor noch funktioniert. Das ist jetzt wieder zugegangen und wir hoffen, dass es jetzt auch wieder aufgeht und wir einfahren können. Da hat sich schon ein ordentlicher Stau gebildet. Und windig ist es auch geworden. Jetzt geht der Ansturm auf die Schleuse los. Aber sie sind alle vernünftig und fahren einer nach dem anderen rein. Es hat sich schon einiges aufgestaut hier. Wir haben über 2 Stunden hier gestanden. Ja, bin mal gespannt, ob sie alle mitkommen. Aber wir müssen alle bis ganz nach vorne fahren, wie sich das gehört. Wir haben heute wieder unser Headset auf und das ist natürlich viel besser für die Kommunikation. Welche Seite geht ihr? Backbord? Frank und Claudia hatten Besuch. Sven und Dennis sind mit an Bord. Wir haben die Anweisung bekommen, alle bis nach ganz vorne zu fahren, damit wirklich so viel wie möglich Boote mit reinkommen. Man sieht den Andrang da hinten ja ganz eindeutig. So, jetzt werde ich mich auch mal um unsere Leine kümmern. Wir haben es geschafft, nach 2 Stunden in der Schleuse zu sein. Da macht man mal einen gemeinsamen Ausflug, dann Schleuse kaputt. Endlich haben wir die Schleuse passieren können. Von der anderen Seite hat sich das natürlich auch aufgestaut und die freuen sich auch, dass die Tore wieder öffnen. So voll haben wir diese Schleuse noch nie gesehen. Und weiter geht unsere Reise nach dem 2 Stunden Aufenthalt an der Schleuse. Aber jetzt haben wir weder Brücke noch Schleuse vor uns, die uns behindern kann, weiterzukommen. Hier ist auch wieder ein schöner Liegeplatz, wo man auch übernachten kann. Wir sind jetzt gleich hier hinterm Eiselhof auf dem Kettelmeer. Dann können wir etwas schneller fahren. Für die Navigation benutze ich ja die große Navionics oder jetzt Garmin-Karte. Und für alle Informationen, wie auch zu sehen, wo man schnell fahren kann, reicht mir die Wasserkarten-App hier sogar auf dem Handy. Das reicht völlig aus, da brauche ich noch nicht mal ein Tablet für. Da sieht man alle wichtigen Informationen auch und hat das hier sehr schön in der Hand. Da sehe ich jetzt auch gleich, wo wir schnell fahren dürfen. Gleich steht schnell. Wir haben jetzt 2 Stunden verloren durch die Schleuse und ja, hoffen wir mal, dass es in Urk jetzt noch einen Liegeplatz gibt. Denn wir sind jetzt schon spät dran. Wir haben jetzt schon 3 Uhr. Also um 4 Uhr sind wir irgendwann in Urk und das könnte knapp werden. Wir sind dieses Jahr auch noch nicht schnell gefahren und das erste Mal Gas geben ist immer so ein besonderes Feeling. Und ich habe in der Trimmung ein bisschen rumgespielt. Wir müssen uns dann auch erstmal austrimmen, dass wir dann auch gleich gerade liegen. Die Schnellfahrt haben wir geschafft und da vorne geht es dann schon nach Urk rein, aber es wird garantiert sehr voll sein. Wir hoffen mal, dass wir noch ein Plätzchen bekommen. Also Urk ist voll, so wie es aussieht. Der macht auch schon hier vorne fest, hier kriegen wir keinen Platz. Mit dem Boot war der noch nie im Päckchen. Ja. Peter hat auch schon aufgeschlossen. Ja, da ist auch eine Klampe hinten dran. Genau, die ist gut. Dann liegen wir jetzt hier ganz außen, noch vor dem Trawler. Haben wir noch nie so weit draußen gelegen, aber hier gibt es interessanterweise auch Strom. Und damit ist alles perfekt. Also drinnen waren jetzt so viele Boote, ich habe schon schwarz gesehen. Ne? Und auch der Ausstieg hier ist perfekt. Claudia und Frank liegen im Päckchen und hier ist auch gleich der Deich. Da kann man auch gleich rausgehen. Sehr praktisch. Der Wind pfeift ganz ordentlich. Der Seite ist das Eiselmeer und hier liegen wir am Hafen. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Aussichtspunkt. Da gucke ich jetzt mal hoch.
Bis hinten hin ist es voll geworden. Und wir stehen vor dem dicken Crawler. Das ist alles Päckchen, sogar Dreier-Päckchen hier. Und hinten, wo der Leuchtturm ist, da gehen wir jetzt gleich essen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es hier draußen auch Strom gibt. Aber wir haben hier sogar 2 Anschlüsse, sodass man gut im Päckchen liegen kann und trotzdem Strom hat. Mit 30,90 € ist der Hafen im normalen Bereich. Vor 2 Jahren haben wir hier 27 und bezahlt. Ja, hier ist das Sanitärgebäude und oben kann man auch eine Kleinigkeit essen. Haben wir noch nicht ausprobiert. Und hier sieht man, hier haben wir vor 2 Jahren gelegen und dann geht es die ganze Karte lang und wir liegen fast am Ende. So voll habe ich Urk seit langem nicht gesehen und es kommen immer noch reichlich Segler rein. Ja, das Schöne ist, dass man hier auch im Sommer gleich den Strand hat. Wenn man mal schwimmen will, ist es nicht weit. Und wie schon vor 2 Jahren gehen wir ins Fischrestaurant de Cap. Das ist nur die Karte lang, schnell zu erreichen. Gutes Essen, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man nicht meckern. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist. Und da gehen wir alle rein. Ein schöner, gut gestalteter, romantischer alter Laden. Heute treffen wir uns in der großen Runde hier in Urk. Genau. Also Sie haben alle noch geguckt zu den Menüs? Okay, gut. Und ich bin auch dabei. Hallo! Ja. Steht er an? Ja. So. So, dann machen wir hier hoch. Ja. So, und dann so, dann so. Ja, und dann gehen wir nur, steht das Sound auch? Wir hören alles. Dann gehen wir nur nach Küche. Moment. So. Hallo Jeffrey. Hi. Marley, hallo Marley, kijk eens even, zwaai even. Hey Happy, hallo, joehoe. Kijk, en deze jongens zijn heel druk bezig met al dat visvet zu machen. So, guck mal. Und nur mit dem Chef böse an mir, weil ich stehe ihm weg. So, da geht er wird ein bisschen rot am Hals. Und noch ist GM, hi, und Amar, und doch ist Marley wieder. Und dann gehen wir wieder zurück. So, und dann sind wir wieder dort. Ah, guck mal, das ist Margit. Die ist Uni heute. Und dann gehen wir wieder nach diesem Tisch zu. Und dann hatten sie ein ganzen Bild von ganzem Betrieb. Okay, in Deutsch. Vielen Dank. Ja. Ja, und das sieht alles sehr, sehr lecker aus. Paling, Senfsuppe, der 3-fache Traum hier. Alles gut. Leckere Pizza. Die Hauptspeise. Das Duo vom Fisch. Und es gibt auch Steak. Man kann hier beides gut essen. Auch heute wurden wir nicht enttäuscht. Das Essen im De Cap war lecker, reichhaltig und vom Preis-Leistung unschlagbar. Also es ist wirklich eine Empfehlung. Kann man nicht anders sagen. Wir kommen immer wieder gerne hierher. Am Abend jetzt, der Winter nachgelassen, die alte Werft hier. Tolle Hafenstimmung. Die alte Fischerromantik. Auch wenn Urk voll ist, kann man immer mal schauen. Auch hier zwischen den Kuttern ist ein Liegeplatz. Und der ist auch grün. Also hier hätten wir, wenn wir alleine gewesen wären, auch liegen können. Muss man dann nur entweder rückwärts anlegen oder über die Bug aussteigen. Aber ist noch voller geworden. 3er und hier sogar 4er Päckchen. Ja, anscheinend hier Wochenendtreff der Urker. Eine tolle Abendstimmung. Das Eiselmeer hat sich beruhigt. Und wir liegen hier ganz entspannt und sind alle vom Essen.
und lassen jetzt den Abend ausklingen. Ein letztes Bier, bevor es dann morgen weitergeht. 10:15 und es kommen immer noch welche rein. Das war Irk mit spezieller Anreise, mit 2 Stunden Schleusensperrung. Wir waren dadurch relativ spät da. Die Kade war schon ziemlich voll, aber wir haben hier vorne trotzdem noch einen super Platz gekriegt. Sogar mit Strom, habe ich gar nicht dran gedacht, dass hier vorne auch Strom ist. Ich habe Irk noch nie so voll gesehen wie an diesem Wochenende. Und wir haben aber super gegessen in De Kaap, das kann man nur empfehlen. Ja, und jetzt geht es weiter nach, wohin fahren wir jetzt? Jure. Bis zum nächsten Video.